Geht es euch auch so? Habt ihr das Omnigrid Universallineal und das Einzige, wofür ihr es nutzt, ist, ihr schneidet lange gerade Stoffbahnen zu? Fragt ihr euch nicht hin und wieder, wieso sind da eigentlich Winkel eingetragen und wie nutzen wir sie? Diese Fragen klären wir in diesem Video. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, schön, dass ihr da seid. Das Omnigrid Universallineal mit Winkeleinteilung gibt es in den Größen 60 cm und 30 cm x 15 cm. Dieses Kunststofflineal hat eine Dicke von 3 mm, so kann es als Anlegelineal für Rollschneider genutzt werden. Beide Lineale sind in 5 cm Schritten unterteilt, die durch eine gelb-schwarz durchlaufende Linie gekennzeichnet sind. Die 5 cm Schritte sind auf der langen Seite durch Zahlen in 5er Abständen markiert. Die kurze Seite weist Zahlen in 1 cm Schritten auf. Jeder Zentimeter ist auf der kurzen Seite in Viertelschritten unterteilt. Die 1 cm Einteilung wird durch eine gelbe durchlaufende Linie markiert. Jeder Zentimeter auf dieser Linie ist mit einem schwarzen Punkt gekennzeichnet. Der halbe Zentimeter wird durch eine lange und die Viertelzentimeter durch eine kurze gelbe Linie dargestellt. In beiden Linealen sind die 30, 45 und 60 Grad Winkel durch zwei gelb-schwarze, sich in der Linealmitte kreuzende Linien eingezeichnet. Mit Hilfe dieser Linien lassen sich Rauten und Dreiecke zuschneiden. Vorgeschnittene Jelly Roll Streifen eignen sich hervorragend für den Zuschnitt. Wir legen einen 2,5 Inch breiten Streifen auf unsere Schneideunterlage, um daraus ein Stern aus 30 Grad Rauten zuzuschneiden. Unser Streifen hat eine gerade Kante. Um unsere Raute zuzuschneiden, brauchen wir eine Kante im 30 Grad Winkel. Wir legen unser Lineal gerade an unserer Kante an, drehen unser Lineal bis unsere 30 Grad Linie erscheint, legen die 30 Grad Linie an der unteren Kante des Streifens an. Unser Lineal zeigt in die gleiche Richtung, in die auch unser Streifen weist. Wir verschieben unser Lineal so weit, dass der komplette Streifen unter unserem Lineal liegt, damit wir nun einen 30 Grad Winkel einschneiden können. Wenn es uns schwerfällt, mit links zu schneiden, können wir ein zweites Lineal anlegen, ziehen das erste Lineal zur Seite und schneiden nun wie gewohnt mit rechts zu. Um weiterarbeiten zu können, bereiten wir unser Lineal vor. Wir legen das einmal, hier ist der 30 Grad Streifen, wir wippen das einmal, dass die Längsseite parallel zu unserem Streifen liegt. Wir kippen unser Lineal über die lange Linealseite, legen den Stoff genau an die untere Linealkante an. Die Schnittkante und die Linealkante liegen parallel. Nehmen einen Streifen, ich nehme da sehr gerne Kreppband. Ihr nehmt, was immer ihr möchtet. Kreppband löst sich gut wieder vom Lineal und es bleiben wenig Rückstände. Das finde ich sehr angenehm. Wir nehmen unseren Streifen, wir sehen hier unsere 30 Grad Linie und wir kleben unseren Streifen, unser Lineal liegt parallel, 30 Grad Streifen, und unseren Markierstreifen kleben wir nun oberhalb unserer Stoffkante bis zu unserem 30 Grad Streifen. Da bin ich noch ein bisschen drüber. Ich korrigiere. Jetzt liegt es richtig. Wir kippen das Ganze wieder zurück und wir haben nun unseren Markierstreifen genau nach der Streifenbreite unseres Jelly Roll Streifens geklebt. Unser Lineal geht jetzt noch so ein bisschen hin und her. Das möchten wir sofort vermeiden. Wir schieben unser Lineal mit der 30 Grad Linie an unseren Jelly Roll Streifen und unsere Markierung schieben wir parallel zu unserer 30 Grad Linie.
Damit unser Lineal jetzt nicht so hin und her wackelt, setzen wir ein paar Haftpunkte ein. Da gibt es auf dem Markt ganz viele Möglichkeiten. Ich nehme dazu 200er Schmirgelpapier, das ich auf doppelseitiges Klebeband klebe. Ich kann dann diese Klebebandschicht eben abnehmen. Und kann die Punkte unter mein Lineal kleben. So, nun haben wir das gesichert. Noch einmal, wir legen die 30-Grad-Linie an. Wir legen unsere markierte Kante an die schon zugeschnittene Stelle an. Und wir schneiden. Und unsere erste Raute ist zugeschnitten. Mit unserer Raute können wir Sterne bilden. Für unseren 30 Grad Winkel Stern brauchen wir 12 Rauten. Liebe Abonnenten und die es gerne noch werden möchten, ich danke euch sehr herzlich für eure Unterstützung. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Video. Unser 45 Grad Stern wird nach der gleichen Methode zugeschnitten. Wir starten wieder mit der geraden Kante. Wir brauchen keine gerade Kante, wir brauchen eine 45 Grad Kante. Das heißt, wir legen wieder unser Lineal an. Dieses Mal wählen wir die 45 Grad Linie. Unser Lineal geht in gleiche Richtung wie unser Stoffstreifen. Und wir verschieben unser Lineal auf der 45 Grad Linie auf unserem Stoff, bis die ganze Stoffbahn von unserem Lineal erfasst wird, sodass wir eine gerade, schöne 45 Grad Kante zuschneiden können. So, wenn wir das haben, schieben wir unser Lineal wieder zurück. Jetzt sehen wir, das Ganze verschiebt sich ein bisschen, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Das heißt, wir drehen das nochmal um und platzieren unseren Streifen näher zur 45 Grad Linie. Wir richten den Streifen gerade aus. Unsere Klebepunkte waren jetzt auch nicht wirklich auf dem Stoff, sodass wir die auch nochmal verschieben. Wir kippen unser Lineal zurück. Wir legen die 45 Grad Linie an, verschieben unser Lineal und nun liegt das Ganze perfekt. Wir messen die 45 Grad Linie aus. Die 45 Grad Linie liegt an der unteren Stoffkante. Unser Hilfsstreifen liegt an dem seitlich geschnittenen Winkel. Und wir schneiden zu. Für einen Stern in 45 Grad brauchen wir 8 Rauten. Was machen wir, wenn wir eine zusammengesetzte Stoffbahn haben, wie hier zum Beispiel? Bei einer zusammengesetzten Stoffbahn ist wieder die komplette Höhe entscheidend. Das heißt, wir verfahren ganz genauso. Wir legen unser Lineal an, wir wählen wieder einen Winkel, wir wählen die 45 Grad und schneiden unseren Winkel ein. Hoppala. Wir ermitteln die gesamte Höhe. So, hier ist unsere 45 Grad Linie. Wir kleben unseren Hilfsstreifen auf der gesamten Höhe unseres Streifens. Wir kippen unser
Wir kleben unsere Punkte auf. Die brauchen wir jetzt sogar dringender als bei dem schmalen Streifen. Wir drehen unser Lineal zurück. Wir haben hier die ausgemessene Höhe. Wir legen wieder unseren 45 Grad Winkel an der unteren Kante an. Wir schieben unseren Hilfsstreifen bis zur schon zugeschnittenen Gradlinie. Und wir schneiden zu. Unsere 60 Grad Raute entsteht nach dem gleichen Prinzip. Wir haben wieder unseren Jelly Roll Streifen genommen und legen unser Lineal an. Wir möchten keine gerade Kante, wir möchten jetzt eine 60 Grad Kante haben. Das heißt, wir suchen unseren 60 Grad Winkel, legen die Linie unseres 60 Grad Winkels auf unseren Streifen, auf die untere Kante unseres Streifens und schneiden unseren 60 Grad Winkel ein. Wir schieben unser Lineal so weit zurück, dass unser Hilfsstreifen, die Markierung unseres Hilfsstreifens genau auf unsere 60 Grad Kante treffen und die Linie von unserem 60 Grad Winkel liegt genau wieder auf der unteren Stoffkante. Und wir schneiden. Aus unserer 60 Grad Raute können wir einen sechszackigen Stern formen. Um Dreiecke zuzuschneiden, brauche ich den 45 Grad Winkel. Den habe ich hier. Den lege ich, wie wir das schon kennen, an die untere Kante meines Streifens. Und ich schneide meinen 45 Grad Winkel ein. Hier ist die erste 45 Grad Linie. Hier verläuft die sich kreuzende 45 Grad Linie. Diese 45 Grad Linie lege ich nun an den unteren Stoffrand. Ich verschiebe mein Lineal auf der unteren Stoffkante, bis der obere Punkt, die obere Ecke, genau mit dem Lineal zusammentrifft. Und hier schneide ich mein Dreieck zu. Noch einmal, jetzt habe ich diese 45 Grad Linie, ich wähle wieder die andere 45 Grad Linie, lege diese Linie wieder an der unteren Stoffbahn, achte jetzt darauf, dass der untere Punkt mit der Linealseite abschließt. Und wenn das hier jetzt nicht so meine Schneideseite ist, die ich hier liegen habe, und ich den Stoff jetzt nicht unbedingt so umdrehen möchte, kann ich auch hier wieder ein zweites Lineal anlegen. Und wir haben unsere Dreiecke zugeschnitten. Wie reinigen wir unser Lineal? Zunächst einmal entfernen wir alle aufgeklebten Markierungen und Haftpunkte. Ich reinige mein Lineal mit Reinigungsbenzin. Ich nehme einen Wattebausch, träufle mir so ein bisschen Reinigungsbenzin da drauf und reibe das Ganze einfach gut ab. Alle Klebestellen verschwinden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ist vielleicht ein bisschen hilfreich. Ich wünsche euch viel Freude beim Ausprobieren, viel Freude beim Nähen. Bleibt gesund und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter nähen. Bis zum nächsten Mal.